Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen GTA, das steht hier nicht, aber Vice City ist das. Und wir fangen einfach mal ein neues Spiel an, weil ich noch kein gespieltes Spiel habe. Ich hatte das Spiel natürlich schon mal durchgespielt irgendwann, aber das ist vor langer Zeit gewesen. Tommy Vassetti? Shit. Da hängt ja tot im Schrank. He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, Bad for business. what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Und da kommen wir ins Spiel. Tommy Vassetti. Hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, Hello. great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Sehr gut getarnt da hinten in der Ecke. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Drive! Gescheiterter Drogendeal. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Okay, da sind wir. Tommy Vassetti. Wir sind hier in Vice City angekommen. Ich muss nur kurz das testen. Ja, ist immer noch die Ankampf. Wir sind, oh Gott, nein, nicht mich treten, das ist gemein. Oh, scheiße, das sind die Cops. Klammern wir schnell den Roller. Willst du mich verarschen? Was da? Hör auf! Mich zu hauen! Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt prügel ich dich tot. Ich hatte nämlich gerade ein bisschen zu kämpfen mit der Steam-Version, die Uncut zu bekommen. Und dann habe ich einfach einen Bloodpatch runtergeladen, der hat einfach die Exe ersetzt. Und wir drehen uns fast. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Gut, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zu diesem, zu dem Hotel. Hier wollen wir erstmal wohnen. Geht durch die Eingangstür, um das Ocean View Hotel zu betreten. Ach ja, ist ja nicht auf E aussteigen, sondern auf F. Ja, ich glaube, ich wollte irgendwas sagen über das Spiel, dass ich damit zu kämpfen hatte, das Uncut zu bekommen. Weil ich habe ja die deutsche Version anscheinend auf Steam. Und da ist einiges zensiert und das finde ich gut. Hier können wir speichern, bei dem Speichersymbol. Dann sprechen wir mal auf Platz 1. Stelle ich in die rosa Markierung weiterzumachen. Oh Gott, ich liebe die Musik, ey.
Wird wahrscheinlich wieder die Hälfte gesperrt werden. Ein alter Freund. Hello, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Da sind wir ein bisschen sauer geworden. So, ich nehme übrigens mit OBS auf, weil Shadowplay irgendwie richtig Probleme macht, weil das Spiel alt ist und die Auflösung irgendwie nicht so wirklich klarkommt und keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft das Spiel nur auf 30 FPS und es auf mehr als 30 FPS läuft, funktioniert es einfach nicht mehr wirklich. Dann bremsen die Autos immer sofort ab und ja. Und wir müssen jetzt erstmal zu Ken Rosenberg fahren, warum auch immer das L ist. Wegen Lawyer vielleicht, also Lawyer heißt ja Anwalt. Und da ist ja einer, glaube ich. Scooter-Tuning is not a crime. Ich weiß nicht, wie man Wheelie macht, sonst würde ich das jetzt machen. Ich habe schon wie gedrückt. Hotel Harrison, die Party. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, I not told gonna you, happen. shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Okay, also ich finde unser Outfit auch nicht schlecht, also ich würde das jetzt auch anziehen. Schönes I Hawaii-Hemd. think he is. Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. I like the shirt too. So, in Raphael's Shop. Wir fahren jetzt erstmal weiter mit unserem schönen Scooter, weil hier keine gerade keine anderen Autos sind, außer der da zum Beispiel, oder die anderen hier. Die Brücken sind noch gesperrt, wie man gehört hat, in der Hinfahrtsequenz zu unserem Hotel. Da habe ich einfach drüber geredet. Und das ist wegen irgendeinem Hurricane oder so, damit man nicht halt direkt schon auf die zweite Insel kann. Wie gesagt, ich kenne mich in dem Spiel relativ gut aus. Oh Gott, das war gerade knapp. Bis auf die Tastenbelegung, die kann ich noch nicht. Nice bike. Zum Glück lässt das einfach an. No, my bike. Ich wollte unseren Roller weiterfahren, der war chillig. Oh Gott, bremst doch!
Gut, das klappt schon mal nicht so gut, mit dem Motorrad zu fahren. Schade. Und auf geht's. Freeway. Wir müssen wahrscheinlich zu dieser Yacht da vorne. Was heißt wahrscheinlich, ich weiß es ja genau, wo wir hin müssen. Aber und 30 FPS ist echt nicht so gut wie die Augen. Vor allem, wenn man so ein Mikrofon in seiner Fresse hat. Ich habe das jetzt direkt vor mich gestellt, weil ich mich da viel geiler anhöre. Hallo. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Bersetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes. Mercedes? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what I mean. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party is ever a triumph. I can only apologize. Oh, the nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. To the Pole Position Club. Was fahren wir denn mal schön aus? Ah, wir fahren den hier. Ich glaube, das ist ein Lamborghini. Oh, so Knarre. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Gott, oh Gott, das tut mir leid. Ich habe hier überfahren. Die Steuerung ist ein bisschen sehr direkt in diesem Spiel. Wie man vielleicht sieht, wenn ich hier so ein bisschen so rum... Okay, ist wahrscheinlich nicht direkt. See you around, handsome. I'm sure you will. Der Pole Position Club ist übrigens ein Strip-Shoppen. Mission erfüllt. $100. Ja, geh bitte aus dem Bild raus. Ich möchte hier noch was sehen. Dankeschön, Schriftzug. Ich wollte mir noch die Knarre holen. Für Notfälle. Nicht das Polizeiautorahmen, nicht das Polizeiautorahmen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Spiel läuft übrigens auf 1440p normal. Also ich weiß nicht, warum man das einstellen kann. Vielleicht irgendein Update in letzter Zeit mal gekommen. Also nicht in letzter Zeit, aber irgendwann gekommen. Weil eigentlich war das Spiel irgendwie bei bestimmt nicht mal Full HD Schluss schon. Man kann auch keine Wände hochklettern in GTA. Weißt du die? Stimmt. So, stecken wir die Waffe aber erstmal weg. So, wir haben jetzt noch circa 5 Minuten Zeit. Aber wir haben HP. Einmal bitte aus dem Weg, alle. In der deutschen Version droppen die jetzt auch kein Geld und bluten auch nicht.
Aber wir spielen zum Glück die Nicht-Deutsch-Version. Wo das alles funktioniert. So. Also Driften ist auch nicht so optimal hier. Ist ja gestoppt. Moment, wie gucke ich nochmal nach hinten? Achso. Hier ist ein Bus. Okay. Ja, halt komplett bei der Ampel. Ich bin leicht mit der rechten Seite an die Ampel gekommen und schon hielt der Wagen direkt. Gut. Vielleicht gewöhnen die langsam an, mal F zu drücken anstatt E. Ah. Ja, die müssen wir machen noch. Das geht auch schnell bestimmt. Hoffe ich. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Der Malibu Club. Take it easy now. Und er hat da fast einen Herzinfarkt schon wieder. Was für ein Motor hat der Lamborghini eigentlich? V8 bestimmt, oder? Die Render Distance ist auch nicht so weit von dem Spiel, wird die ganz hochgestellt. Oh Gott. Nicht ins Wasser fallen, das ist in den alten GTAs ganz schlecht. Das Auto ist einfach despawn schon. Aber eigentlich habe ich das so hochgestellt hier auf Anzeigeneinstellungen. Draw Distance ist ganz, also Distanzdarstellung ist ganz hoch. Ah. Ich habe den Timer auch jetzt einfach mal ausgestellt, weil ich sehe gerade im OBS gibt es auch so einen Timer, wie lange man schon aufnimmt. Ist voll geil. Hier ist ein Stern, den kann man als Bestechungsgerät benutzen. Ich hatte damals mein GTA so gemoddet, also ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch gemoddet, aber nicht so krass wie mein San Andreas. Da habe ich auch ein paar schöne Autos. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know why? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Oi, 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 oi. Oi. You Ken Paul? Oi, mate. I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mug's game. What do you know about it? Oi, oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of a hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Das ist aber keine nette Bezeichnung für eine nette junge Dame. Suche den Küchenchef auf dem Ocean Drive. Renne nicht von meiner Karre, what the fuck? Ich weiß nicht, was die Pillen machen. Ich glaube, das ist Zeitlupe. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Bam, bam, oh, ich trete dich kaputt. Ja, wieso kann doch kein Blut mehr raus? Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all Lone Ranger on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Ich hab schon eine Knarre, what the fuck?
This way. Ach ja, stimmt, man trifft ja nicht so genau wirklich. Der will dahin, aber wir holen uns erstmal den Stern hier, weil wir sowieso gerade den Part beenden können. Gut, Leute, dann hoffe ich, der erste Part hat euch gefallen und das Projekt gefällt euch auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.